Bei mir klappt Manifestieren nie, sagen die einen. Manifestieren ist doch ganz einfach, sagen viele Coaches und Berater. Du musst nur, Punkt, 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 was auch immer. Lass uns gemeinsam schauen, was das Manifestieren mit kosmischen Gesetzen und deinem Seelenplan zu tun hat. Lass uns mit einer ganz wichtigen Aussage starten. Wir als unsterbliche Seelen, inkarniert in einem menschlichen Körper, sind Schöpferwesen. Und insofern gehört Manifestieren zu unserem Leben dazu, wie das Amen in der Kirche. Das heißt per se also, jeder kann manifestieren und jeder manifestiert permanent. Die Frage ist nur, warum manifestieren wir nicht das, was wir uns so sehnlich wünschen? Sei es zum Beispiel der Partner, den sich ein Single vielleicht wünscht, oder einen erhöhten Kontostand für diejenigen, die unzufrieden mit ihrer derzeitigen Finanzsituation sind, oder einen wundervollen Job, weil der jetzige vielleicht nicht den Ansprüchen und Vorstellungen entspricht, oder tolle Familienbeziehungen oder. Lass uns mal ein gedankliches Experiment machen. Stell dir vor, dein Leben, so wie es jetzt ist ein Haus. In diesem Haus sind verschiedene Räume. Und du gehst jetzt durch die Eingangstür in das Haus deines Lebens und lässt die verschiedenen Räume mal auf dich wirken. Da ist zum Beispiel das Wohnzimmer, wo sich deine gesamten Beziehungen abspielen. Dann gibt es da vielleicht den Boden, auf dem deine Träume verwahrt sind, aufbewahrt in Kisten. Was wollen die eigentlich in den Kisten? Und dann gibt es andere Räume, die haben zu tun mit deinen Finanzen, mit deinem Freundeskreis, die haben zu tun mit deinem Wirken im Job oder wenn du außerhalb des Jobalters bist, eben mit deinem Wirken insgesamt, auf welche Weise auch immer. Und dann sei dir darüber im Klaren, das alles hast du erschaffen, hast du manifestiert über deine Schwingungen. Wir leben in einem schwingenden Universum. Und als Schwingungswesen ziehen wir, und das ist ein kosmisches Gesetz, genau das in unser Leben, was unserer Schwingung entspricht. Und du weißt ganz sicher auch, dass all unsere Gedankenmuster, unsere Glaubensmuster und die Gefühle, die damit im Zusammenhang stehen, Schwingungen sind und demzufolge etwas in unser Leben ziehen, ob uns das gefällt oder auch weniger gut gefällt. Und jetzt überleg mal weiter. Wenn du all das selbst erschaffen hast durch deine Schwingungen, die sich ausgedrückt haben über deine Gedanken, über deine Gefühle vor allen Dingen, mehr über deine Gefühle als über deine Gedanken, dann kannst du durch Veränderung in deiner Gedanken- und Gefühlswelt auch Änderungen in dem, was sich außen manifestiert, erzeugen. Jetzt fragst du dich vielleicht, und wie konkret soll das gehen? Die meisten Menschen, nach meiner Erfahrung und Erkenntnis zumindest, haben irgendeinen Lebensbereich, wo alles gut funktioniert, wo sie das Gefühl haben, yes, das ist es, hier bin ich in meiner Mitte. Und ganz oft hat das auch etwas mit einem Hobby zu tun. Egal, ob du Vögel züchtest mit Leidenschaft oder Briefmarken sammelst oder auf die Berge kraxelst und dann von oben die wundervolle Aussicht genießt, vollkommen gleichgültig. Was ist das Besondere an dem Lebensbereich, in dem es richtig gut klappt? Du verfolgst ihn mit Leidenschaft. In dir sind total positive Gefühle.
Und mit diesen positiven Gefühlen und Gedanken einher geht ein hoher Level an Schwingung. Nimm dir jetzt einen Lebensbereich her, an dessen Stellschrauben du ein bisschen drehen willst. Nehmen wir als Beispiel einfach mal den Job. Du bist mit deinem Job nicht so sehr zufrieden. Möglicherweise hast du damals nach der Schulzeit einen Job gewählt, der dir damals stimmig erschien, hast darauf aufgesetzt, vielleicht noch studiert und auch ganz gute Erfolge erreicht, sodass du Anerkennung aus dem Außen bekommen hast. Und dennoch spürst du tief in dir, ja, es ist nicht schlecht, ich verdiene auch gutes Geld damit, aber irgendwie laugt der mich aus, macht der mich fertig, mir passt dies und das, zumindest heute, nicht mehr. Dann ist es eine gute Idee, einfach mal deine Seele zu befragen, also tief in dein Herz zu gehen, am besten in einem meditativen Zustand. Wie meditieren geht, verlinke ich am Ende dieses Videos noch einmal für dich. Und in dich zu gehen, zu fragen, was kann ich tun? Was ist jetzt für mich wichtig zu tun, um das Gefühl, was ich aus meinem Hobby XY kenne, auch in diesen Lebensbereich Einzug halten zu lassen? Stell dir diese Frage und gehe damit eine gewisse Zeit schwanger im übertragenen Sinne. Und du wirst dich wundern, im Außen kommen Zeichen auf dich zu. Sei es durch Engelszahlen, sei es durch visuelle oder Audiobotschaften, die dich erreichen oder Gespräche, die irgendjemand dir möglicherweise total Unbekanntes führt, wo du plötzlich denkst, Mann, das ist es. Genau das könnte ich doch jetzt einfach mal versuchen. Und dann lass das in dir wirken und mach dir einen Plan. Dazu hat der liebe Gott, das Universum, dir die Hände gegeben. Mach dir einen Plan und Step by Step setze genau das um und spüre immer wieder in dich hinein. Kommt so in etwa dieses Gefühl der Freude, der Zufriedenheit, der inneren Mitte auf, was ich auch aus meinem Hobby kenne? Und glaube mir, kein Hindernis kann zu groß sein, als dass du nicht in der Lage wärst, es zu überspringen und auch mal eine Durststrecke durchzustehen, wenn in der Ferne dieses gute Gefühl auf dich wartet. Fassen wir nochmal zusammen. Wir als Schwingungswesen manifestieren permanent. Und das, was wir in unserem Außen sehen, in unserem Lebenshaus, ist das, was wir bisher auf der Basis unseres Schwingungslevels manifestiert haben. Das ist die Ausgangssituation. Unser Schwingungslevel wird eine Menge beeinflusst durch unsere Gedanken und vor allem durch unsere Gefühle. Wir schauen in einen Lebensbereich, der uns permanent gute Gefühle beschert, und sei es unser Hobby, gehen dann in einem meditativen Zustand tief in unser Herz, in unser Inneres und fragen dort einfach mal nach, wie kann ich denn in einem Lebensbereich, der mir bisher nicht so richtig gefällt, dieses gute Gefühl, was ich in dem anderen Lebensbereich habe, ebenfalls erzeuge und komme damit an den Plan, den meine Seele für mich hat, und lausche, mache die Ohren auf, die Augen, meine Gefühle, meine Geschmacksnerven, all meine Sinne. Und wenn ich dann ein Bild erhalte, ein Gefühl erhalte, eine Gesamtvorstellung davon, was in diesem anderen Lebensbereich passieren müsste, damit es gut wird und mir gute Gefühle beschert, dann mache ich einen konkreten Plan und den gehe ich Schritt für Schritt. Ich marschiere quasi los. Ich hoffe, die Anregungen und Inspirationen aus diesem Video helfen dir, deinen Prozess
des Manifestierens einfach mal zu überdenken, zu erneuern und dir möglicherweise eine neue Ausrichtung zu geben. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg dabei, eine gute Zeit und bis zum nächsten Video oder Podcast sag ich Tschüss.